Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir machen heute mal wieder so einen Schicksalsimpuls. Wir nehmen das Thema ein möglicher Segen oder eine mögliche Herausforderung. Unterm Deck haben wir die Sonne, das ist schon mal gut. Wir brauchen noch eine zweite. Ich sage euch gleich mehr. So, dann brauchen wir am Ende noch etwas, was uns unterstützt, was eine Affirmation sein kann. Der kann jetzt auch sein, wir kriegen eine Zeitqualität. Wir haben das dritte Haus, wir haben die helfenden Hände, wir haben das 11. Haus und das 1. Haus, also sehr viele Häuser. Hier ist auf jeden Fall Unterstützung auf dem Weg, es geht hier um sehr vieles. Zunächst mal haben wir hier das Gegenüber, die männliche Hauptperson. Wir haben Veränderungen, die das Gegenüber betrifft. Hier ist es jetzt das Haus. Und wir haben hier noch Unterthemen, das kann jetzt hier im Bereich sein, Kommunikation, die eigenen Hoffnungen, Träume und Wünsche, das Selbst, das Ego und das Erscheinungsbild. Wenn du kein Gegenüber hast, ist es diese Eigenschaft in dir, die männliche. Und ich habe hier sehr viel Element Luft mit dabei, das sind auch die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann. Und ihr habt hier möglicherweise auch Sachen, die aus dem häuslichen Bereich tatsächlich kommen, die das Umfeld betreffen, den näheren Kreis, sowas alles. Es geht hier möglicherweise um eine Sache, wo ein Neubeginn erfordert wird, eine Lebenssituation sich ganz neu umstrukturiert, wo eben genau diese Themen vielleicht auch als Hindernis dargestellt werden. Hier ist es so, dass sich etwas zeigt, das lange nicht verfügbar war oder dass man mit angezogener Handbremse nach vorne geht. Der mögliche Segen ist ja ein Geschenk, das noch nicht richtig greifbar ist, das sich aber dahin zubewegt, dass sich etwas so erfüllt, wie man es sich auch vorstellt. Hier ist es auch wichtig, dass man offen bleibt und neugierig, dass man kommuniziert. Es geht um Neuigkeiten, die ins Leben kommen, um ein Unvoreingenommensein auch, also dass man sich nicht selbst den Dingen in den Weg stellt, weil man sich etwas anders erträumt oder erhofft. Möglicherweise ist man hier auch sehr stur, was das Erfüllen von Dingen betrifft. Hier ist es so, dass etwas völlig Neues geboren auch werden kann, eine neue Lebenssituation, eine Veränderung, die viele Lebensbereiche betrifft, aber auch den häuslichen, auch das kann sein. Und die mögliche Challenge hier hinten ist tatsächlich so, hier hat man sich vielleicht sehr viel erarbeitet und man hat auch gar keine Lust drauf, dass einem irgendetwas von außen oder irgendeine unstimmige Situation, auch vielleicht auch Möglichkeiten, die es nur so gibt, dass man sich von dem Erarbeiteten etwas wegnehmen lässt. Es geht hier auch darum, dass man ein gutes Leben hat, dass man vielleicht auch irgendwo was investieren muss, was man jetzt nicht so brauchen kann. Das kann in sich selbst sein, in die Vitalität, in die Häuslichkeit. An sich ist es so, dass man sich hier Reserven angelegt hat und dass man an die vielleicht auch dran muss. Andererseits ist es da, wo jetzt Zweifel sind oder wo Umstände von außen kommen, die dieser Energie sehr stur entgegentreten, dass sich daraus eine Glückssträhne entwickeln kann. Also es ist sowohl als auch möglich, aber irgendwie scheint es viele Umstände zu geben, bei denen wir nicht so vorankommen oder wo wir immer wieder klären müssen oder ja, wo man sich auch selbst und
das eigene Ego einem manchmal im Weg steht. Es sind viele Finanzthemen auch tatsächlich mit dabei, Sachen, die nicht greifbar sind, Dinge, die sich verzögern, aber hier ist natürlich auch die Aufforderung, ne? Unterstützung, Kommunikation, Austausch. Jemand, der dir tatsächlich auch unter die Arme greift, kann hier sehr wichtig werden. So, schauen wir, was das Krafttier noch dazu gibt. Was bringt uns da durch? Ja, das passt ja wunderbar. Wir haben mit der Muschel tatsächlich Inspiration und Empfängnis, also dieser Teil, wo auch annehmen kann. Hier ist auch die weiche Seite, das Zarte, ne? Und die Kraft, die alles verwandeln kann, die auf jeden Fall nicht Sturheit heißt, sondern tatsächlich öffne dich für irgendetwas, das du empfangen kannst, außerhalb diesem Kreis, den du dir vorstellen kannst. Das Spannende hier ist tatsächlich, wir haben ja hier die Veränderung und die Karte hier sagt tatsächlich, hier ist völlige Veränderung. Ne? Hier ist nichts, was irgendwie bleibt, wie es war. Man kann aus einem Sandkorn eine wunderschöne Perle entstehen lassen. Da ist es eben so, dass man sich öffnen muss. Und ich habe bei dieser Legung wirklich, dass man sich selbst im Weg steht oder dass man sich vielleicht auch sperrt irgendwo. Dass man das, was man noch nicht kennt, ausbremst oder ausblockiert. Hier werden sich die Schleier lichten, also der Nebel oder dieses Undurchsichtige oder diese Herausforderung, die an sich da ist, wird sich zu etwas Gutem gestalten. Das Leben wird von dieser Position raus auch wieder so, dass man es genießen kann. Das haben wir hier auch schon drin gehabt. Aber irgendwie möchte es nicht so richtig durchdringen, weil es sehr viele Lebensbereiche sind. Und da ist wirklich das einzige Ding, dass man sich der Veränderung öffnet und dass man überlegt, wie gehe ich mit Veränderungen überhaupt um. Gut, dann nehmen wir noch eine von meinen Karten. Darf ich uns hier noch mitgeben. Hier ist Kommunikation sehr wichtig. Möglicherweise bekommt man einen wichtigen Anruf. Ein Kraftplatz wäre hier sehr schön. Ein Kraftort, da wo man sich auftankt. Vielleicht in der Natur, an einem bestimmten Gebäude, an einem bestimmten Gewässer, sowas alles. Ne? Und hier ist es vielleicht auch so, dass man mal seine verletzliche Seite auch zeigen kann. Das mag ja auch sein, dass man das nicht gewöhnt ist oder dass sich das komisch anfühlt, aber das gehört auch dazu, ne? Dass man sagt, okay, hier bin ich irgendwie ein bisschen empfänglich für Energie, die jetzt nicht gerade so fein ist oder irgendetwas verletzt mich, weil es nicht so ist oder wie ich mir das vorgestellt habe. Außerhalb dieses Szenarios liegt eigentlich die Lösung. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis bald.